Eine natürlich gereifte Frucht direkt vom Baum zu pflücken, ist eine große Versuchung. Diese gesunden Früchte wecken alle Sinne mit ihrem reichhaltigen Geschmack. Wir haben diese Versuchung in Ribera gefunden. In Ribera kann man direkt vom Baum beim Fahren die Mandarinen pflücken. Ist das nicht schön? Hallo, willkommen bei Rothaus Bus. Schön, dass ihr wieder da seid. Zuerst möchten wir euch allen schöne Weihnachten wünschen. Genau. Und eine schöne Zeit mit der Familie und Freunden und natürlich viele Essen. Wir sind seit ein paar Tagen in Ribera, wo die prämierten Ribera Orangen produziert werden. Diese haben einen besonders feinen Geschmack. Sie sind super saftig und sie haben eine Intensivfarbe. Einfach lecker. Ja, wirklich, total lecker. Als wir die Orangen gefilmt haben in dem Baum, ist der Eigentümer gekommen. Und die sind total nett, die Leute. Die haben uns ihre gesamte Produktion gezeigt, uns gleichzeitig hier eine riesen Kiste Orangen geschenkt. Und die stellen auch Marmelade und Pistaziencreme her. Und falls euch das interessiert, wir haben unten in der Videobeschreibung den Link reingemacht. Könnt ihr euch ja mal die Webseite von denen angucken. Wir kriegen auch nichts dafür, außer die Kiste hier. Und ja, auf jeden Fall ganz nette Leute. Ach, wie geht's bei uns weiter? Heute machen wir einen Sprung ins antike Griechenland. Wir fahren nach Akragas. Es heißt heute Agrigentum. Hier haben die Griechen Jahrtausende alte Tempel hinterlassen. Aber nicht nur das. Wir werden die Wintersonnenwende an einem beeindruckenden mystischen Ort feiern. Das wird bestimmt der Hammer, da freue ich mich drauf. Bevor es damit losgeht, wollen wir euch natürlich nicht im Dunkeln lassen, was mit unserem Auto passiert ist. Wir hatten ja im letzten Video dieses Geräusch vorgestellt, hinten am Hinterrad. Ja, wir haben die letzten Tage zwischen Orangen und Mechanikern verbracht und zeigen euch jetzt mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Ansonsten, wem das gefällt, was wir machen, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal. Ja, wir wünschen viel Spaß beim Video. So, wir haben ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass wir irgendein Geräusch hinten haben. Und danke an alle, die uns bei Facebook oder bei YouTube ein paar Tipps gegeben haben. Wir werden heute den Wagen aufbocken, weil das haben alle gesagt. Einfach den Wagen aufbocken und mal nach dem kratzenden Geräusch wirklich suchen. Wir hoffen immer noch, dass es irgendwann der Bremse ist und nicht mit dem Radlager zu tun hat. Aber falls das der Fall ist, gehen wir zur Werkstatt. Also heute bocken wir das Auto auf und gucken. Ja, Rad runter. Wir haben unten natürlich mit Steinen abgesichert und einem Holzbrett, damit der nicht runterkommt. Also hier sieht es mir nicht so aus, als ob wir hier den Fehler finden. So, also wir sind uns sicher, dass wir den Fehler gefunden haben. Wir haben das Rad immer noch in der Luft. Guckt mal hier, hört mal. Also wir haben ordentliches Spiel drin. Der bewegt sich ordentlich links und rechts und auch zusätzlich noch oben und unten. Ja, das heißt, wir haben Radlagerschaden. Und dementsprechend werden wir morgen in die Werkstatt fahren. Dann nehmen wir euch mit und mal gucken, wie das ausgeht. Ja, guten Morgen. Wir sind heute früh raus, weil, wie gestern ja schon gesagt, haben wir einen Radlagerschaden. Wir müssen zur Werkstatt. Das sind 20 Kilometer von hier. Wir fahren natürlich langsam. Zuallererst mal fahren wir zu Volkswagen, um zu schauen, ob die das hinkriegen. Falls nicht, gibt es genug freie Werkstätten. Wir unterrichten euch. Bis später. Ciao.
Ja, nachdem wir ja nur gestern schon bei der ersten Werkstatt waren und da nicht so ganz zufrieden waren, der Mechaniker war super jung, mit unserem Auto hat er sich nicht ausgekannt, die Teile gibt es wohl auch nicht, sind wir zu einer freien Werkstatt gefahren und nachdem ich denn das, was ich euch jetzt zeige, hier im Innenhof gefunden habe, hatten wir dann noch gleich wieder Vertrauen. Achtung, Augen auf, was da kommt. So, hier sind wir richtig. Und hier ist unserer. Jetzt gibt's noch ein lecker Frühstück und dann geht's wie angekündigt zu den Tempeln. Wir besuchen das alte Griechenland, ab nach Agrakas, heute Agrigent. Wir sind angekommen in Agrigent, also im Tal der Tempel, Valle dei Templi. Ein riesen Areal, eine Ruine reicht sich hier an die andere. Ein toller Ort, total mystisch, wunderschön. Man kann die Hunde mit reinnehmen, macht Spaß hier zu laufen. Im Hintergrund ist das Meer und der Hafen. Also wirklich wunderschöner Ort. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß, geben euch ein paar Eindrücke. Und ich hoffe, es gefällt euch. Akragas ist eine antike griechische Stadt, die sich im heutigen Gebiet von Agrigento befindet und um 581 v. Chr. gegründet wurde. Ihre Blütezeit jedoch war im 5. Jahrhundert v. Chr. vor dem durch den Krieg mit Karthago eingeleiteten Niedergang. Später wurde sie von verschiedenen Völkern erobert. Zuerst von den Römern, dann war es unter arabischer Herrschaft und 1089 wurde es von den Normannen erobert, die die Stadt in Girgenti umbenannten. Den Namen Agrigento trägt die Stadt seit 1927. Ja, und die Tempel sind hier echt noch komplett erhalten. Es ist wunderschön. Und wir haben natürlich auch unglaubliches Glück mit dem Wetter und im Winter ist auch noch alles grün. Fast keiner hier. Das ist also wirklich eindrucksvoll. Und ja, eine Riesenanlage. Ich drehe jetzt mal um und dann seht ihr, von wo wir kommen. Achtung. Wir kommen von da oben. Da oben ist der andere Tempel. Und wir sind jetzt runter die ganze Strecke gelaufen bis zu dem anderen. Und da kommt noch ein dritter und ein vierter. Also unglaublich schöner, wunderschöner Ort. Der Concordia-Tempel ist zusammen mit dem Parthenon in Athen der am besten erhaltene dorische Tempel der Welt. Wie bei den meisten Tempeln in Agrigento ist es nicht möglich zu wissen, welcher Gottheit er geweiht war. Ja, echt ein voll schöner Ort. Brauchen erstmal eine Pause. Es ist schön warm und gleichzeitig total beeindruckend. Wir sind vor dem Tempel, wie heißt der? Tempio di Ercole. Also Herkules. Tempio di Ercole. Ja. Also dem Herkules-Tempel. Und Entre los más viejos de... also ist der älteste Tempel von allen hier. Und der hat 8 Säulen, die sie irgendwie gerettet haben. Der ist mal zerstört worden durch ein Erdbeben und danach wieder aufgebaut worden. Und wir haben uns gedacht, das ist der perfekte Ort, um eine sizilianische Spezialität zu kosten. Und die haben wir hier. Und jetzt sag mal, was ist das? Sie heißt Sfincione. Sfincione? Ja, eine typische Pizza mit Zwiebeln und ich glaube Oliven. Eine Pizza mit Zwiebeln und Oliven. Und ich habe gesehen, auch wenig Käse. Ne? Da ist nicht so viel Käse drauf. Ja, ne? genau. Und ich kann nur sagen, die ist total fettig. Sieht total lecker aus. Und wir werden die jetzt essen. Genau, das machen wir auch alleine, weil ihr müsst uns nicht zugucken, wie wir irgendwas futtern. Ich hoffe, das hat euch erstmal Spaß gemacht, was ihr hier gesehen habt. Ich hoffe, das war beeindruckend. Also uns hat es auf jeden Fall total beeindruckt. Und ein sehr schöner Guten Ort. Appetit! Guten Appetit! Hey babe,
How do you feel walking in Valle dei Templi? Wirklich schön. Ancient. Gefällt mir And echt old. toll. Ist wirklich toll. Ich fühl mich alt. 4000 Jahre alt. Der Dioskuren-Tempel, wie wir ihn heute sehen, ist eigentlich eine Rekonstruktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, bei der Elemente von Gebäuden aus verschiedenen Epochen verwendet wurden. Der Blick auf die Überreste mit der dahinterliegenden Stadt Agrigento ist beeindruckend. Ja, guten Morgen. Wir waren heute an der Scala dei Turchi, am Strand gefrühstückt. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, es ist wunderschön warm und Scala dei Turchi im Sommer überhaupt nicht auszuhalten, weil komplett voll. Hier liegt Decke an Decke. Aber jetzt ist es hier auch menschenleer, es ist wunderschön. Und ja, jetzt fahren wir weiter und morgen geht es an einen ganz mystischen Ort, da nehmen wir euch mit. Und dann findet die Wintersonnenwende statt. Also das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Wir sind auf dem Weg zu dem mystischen Ort, von dem wir euch erzählt haben. Wir sagen euch noch nicht, was es ist, aber es wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Wir waren vorher noch mal bei einer Werkstatt. Wir haben unsere Kronenmutter nachziehen lassen. Die muss mit 500 Newtonmetern angezogen sein. Die ganzen freien Werkstätten machen das nicht. Also T3-Fahrer aufgepasst, fahrt unbedingt zu einer LKW-Werkstatt. Die haben den Drehmomentschlüssel da für 500 Newtonmeter und lasst das Ding anziehen, weil sonst geht das Radlager ja sofort wieder kaputt. So, wir sehen uns da an dem Ort, an dem wir jetzt hinfahren und ja, haben wir noch 50 Kilometer vor uns. Bis gleich. Wir sind angekommen, an dem mystischen Ort, von dem wir euch erzählt haben. Heute ist Wintersonnenwende und die findet hier statt. Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch mit an einen ganz mystischen Ort. Wir sind im Teatro Andromeda. Es ist ein modernes Theater oder ein Amphitheater. Die ganzen Sitze sind in Form der Andromeda-Galaxie angelegt.
Und heute Abend findet die Wintersonnenwende hinten in dem Tor statt. Ein unglaublicher Ort. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke von hier und wir sehen uns später. Das Teatro Andromeda ist entworfen und gebaut von dem Hirtenkünstler Lorenzo Reina, der seine Jugend zwischen Schafen und Hunden verbrachte und davon träumte, ein Dichter zu werden. Genau hierher kam er immer zum Sonnenuntergang, um die Schafe zu weiden. Diese waren scheinbar, genau wie er, von diesem Ort fasziniert. So beschloss er, auf der Erde das Sternbild Andromeda zu reproduzieren und die Sterne nahmen den Platz der Schafe ein. 108 sternförmige Sitze aus sizilianischem Marmor, die die Anordnung der hellsten Sterne der Andromeda-Galaxie darstellen. Diese Tür ist eine Einladung, alle irdischen Sicherheiten und Gedanken hinter sich zu lassen und leichtfüßig ins Universum zu fliegen. An dieser Stelle möchte ich den Erbauer Lorenzo Reina, der Hirtenkünstler, zitieren. Hören Sie jetzt auf die Stille, setzen Sie sich auf einen Stern und schauen Sie auf die Erde. Dies ist kein Theater, sondern ein Raumschiff, das in die Andromeda-Galaxie reist. Wilma und der Esel. Irgendwie haben sie das Fell ist irgendwie identisch. Nicht kotzen, Wilma. Wir haben heute Nacht hier oben geschlafen beim Teatro Andromeda. Es war eine wunderschön sternreiche Nacht und wir wurden heute Morgen von einer riesigen Horde Eseln geweckt und unsere Hunde haben gleich Freundschaft geschlossen. Also ja, war fantastisch. Wir werden jetzt runterfahren nach Ribera, wieder in die Sonne, müssen dann noch auf dem Markt ein paar Sachen vor Weihnachten einkaufen. Ja, und dann sehen wir uns später wieder. Heute ist Weihnachten. Wir sind sogar festlich gekleidet. Genau, morgen kommt unser neues Video online. Wir sitzen jetzt hier und haben eigentlich nur noch zu sagen, eine schöne und besinnliche Zeit. Aber erstmal gab es gestern Geschenke. Und Ja, wir haben ein schönes Geschenk bekommen. ja, absolut. Und zwar meiner Frau gefällt er sehr gut, der personalisierte Volkswagen T3 Wagenheberadapter. Und zwar die T3 Synchro Schrauberecke. Dominik, danke nochmal. Danke. Er hat uns das Ding hier zusammengeschweißt. Und zwar dient es dazu, auf einem Highlift-Jack, hier kommt der Highlift-Jack rein, das wird in den Bus geschoben. Und damit wird der Bus dann hochgehoben. Das heißt, wir haben eine Hubhöhe mit unserem Highlift-Jack von fast einem Meter. Wenn man also sozusagen Offroad ist, dann kann man damit sein Auto jedes Mal wieder befreien. Und wie Dominik so ist, Perfektionist, personalisiert. Ja, also richtig cooles Teil. Schön. Danke nochmal. Ne? Ja. Freut uns sehr. Dominik, wir wünschen dir und deiner Familie schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten für alles. Genau, für alle. Natürlich alle, die uns zuschauen, auch nochmal schöne Weihnachten. Und wir wünschen einen guten Rutsch. Was machen wir jetzt? Wir fangen
anzukochen. Sehr, Zu kochen. genau. Wir fangen an zu kochen. Bei uns gibt's Gulasch. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Also allen nochmal einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr. Alessandra und Björn auf Reisen. Ciao, buon Ciao. Natale. Buon Natale. Ciao, Ciao. Mama!